Hallo, ich bin der Christian, Werkstattleiter von IPC Computer und ich will euch heute einfach mal Unterschied und verschiedene Infos zu Displaykabel mitteilen. So, ich habe euch hier mal ein paar verschiedene Displaykabel vorbereitet. Fangen wir zuallererst mal mit dem Mythos an. LVDS ist nicht gleich LED. LVDS ist quasi die Schnittstelle. Das ist egal, ob das LED oder CCFL Beleuchtung hat. Es gibt LVDS-Schnittstelle und EDP-Schnittstelle. EDP ist die neue, LVDS wurde früher verwendet. Ja, dann kommen wir doch auch gleich mal zu den Kabel. Ich habe hier einmal die gleiche Displaykabel, die sind identisch für das gleiche Modell. Die sehen auch identisch aus. Beide haben am Display den 30-Pin-Stecker. Eines ist allerdings für HD und eines für Full HD. Ist optisch so aber nicht zu erkennen. Da sind dann einfach weniger Leitungen belegt, dass am HD kein Full HD-Display geht. Was auch immer wichtig ist zu wissen, die Pinanzahl, die angegeben wird, die bezieht sich immer auf den Displaystecker, der ist auch genormt. Also hier sind es quasi 30 Pins, kann man theoretisch auch abzählen, wenn man gute Augen hat. Der Mainboard-Stecker kann durchaus anders sein, mehr Pins, weniger ist eher selten. Ja, in dem Fall ist es auch so, dass am Displaykabel noch das Kabel für die Webcam und Mikrofonplatine mit dabei ist. Das ist auch sehr häufig der Fall. Dann habe ich hier mal noch einen Unterschied. Auch das gleiche Displaykabel für das identische Modell. Das Modell gibt es einmal in Full HD, einmal in QHD oder 4K, wie auch immer der Hersteller dazu sagt. Das ist dann das Full HD, einmal wieder 30 Pin und 4K mit 40 Pin. Das liegt daran, dass man mehr Leitungen braucht, um die höhere Auflösung anzusteuern. Der Rest ist komplett identisch, also auch der Mainboard-Stecker, wie man sieht. Ja, dann kommen wir mal direkt mal noch zu dem Mainboard-Stecker. Da gibt es, sag mal, 100 verschiedene Varianten. Das ist bei jedem Modell anders, also auch beim Hersteller. Er macht in einer Serie so, in der anderen Serie wieder anders. Ich lege die drei jetzt hier gerade mal nebeneinander hin. Da sieht man schön den Unterschied. Einmal wird es eingeklemmt, einmal aufgesteckt, einmal reingeschoben. Ja, wie gesagt, das ist immer unterschiedlich. Da kann man auch, deshalb kann man auch nie ein anderes Kabel verwenden, wie das, was halt für sein Modell hergestellt wurde. Ich habe euch hier auch mal noch 3 Mainboards geholt, wo man die verschiedenen Displaystecker sieht. Moment, muss ich selber schauen, wo sie sind. Also zum einen hier, wo es einfach von oben aufgesteckt wird. Das ist jetzt eher eine ältere Variante. Häufig sind sie jetzt mittlerweile Foliekabel, wo dann unterm Steckverbinder eingeklemmt werde. Oder wie hier zu sehen, wo es einfach aufgesteckt wird, das kommt dann wieder mit dem überein. Ja, was gibt es noch zu sagen? Das Displaykabel läuft eigentlich immer durchs Scharnier. Irgendwie muss es ja ans Display hochkommen. Deshalb geht es auch öfter mal kaputt. Desto mehr man es natürlich bewegt, desto schneller bricht es. Ich habe jetzt auch hier mal noch 2 Geräte, wo man das Ganze auch sieht, wie es durchs Scharnier läuft. Und zwar läuft es hier hoch. Ich klappe es gerade mal auf. Und kommt dann hier raus und läuft dann hinterm Scharnier durch, unten am Display entlang bis zum Anschluss. Hier ist natürlich auch, hier wird es voll abgeknickt, was natürlich nicht gerade förderlich für die Leitungen im Displaykabel sind. Wenn man das dann oft hin und her bewegt, dann kann es schon sein, dass das irgendwann mal bricht. Ich kann euch hier auch mal noch den Steckverbinder am Mainboard zeigen.
Das ist jetzt die Variante, wo es draufgeschoben wird. Ist mittlerweile sehr häufig so, weil es natürlich schön flach ist und die Geräte ja immer dünner werden. Ich habe hier mal noch eine andere Variante. Da ist es aufgesteckt, kann ich auch gleich mal zeigen. Oder auch nicht. Da läuft sie auch durch Scharnier durch. Und ich zeige euch gerade mal, das ist ein Gerät mit 360 Grad Scharnier. Das heißt, das wird natürlich auch viel bewegt und dementsprechend kann es natürlich auch, je nachdem wie es durchs Scharnier geführt wird, schneller kaputt gehen. Um das Displaykabel zu tauschen, muss man natürlich das ganze Gerät zerlegen, unter anderem das Display ausbauen, in dem Fall jetzt natürlich das LCD-Modul, das mit Touch ist. Ja, hier ist es aufgesteckt, wie immer draufgeschoben, das ist immer gleich, Stecker ist ja genormt. Und das Kabel verläuft hier durchs Scharnier durch quasi und kommt ja auf der anderen Seite wieder raus, aufs Mainboard raus, das heißt, man muss beide Teile auseinandernehmen. Ja, kann man Displaykabel reparieren? Theoretisch ja, vorstellbar. Man kann natürlich Mainboard-Seite und Display-Seite mit dem Multimeter dran gehen und durchpiepsen. Ist allerdings sehr aufwendig und lohnt sich eigentlich in der Regel für eine Werkstatt nicht. Wer zu Hause basteln will, kann sowas natürlich machen. Meistens bricht es natürlich im Knick dann, wo es durch Scharnier läuft. Wenn es natürlich viel geknickt wird, man kann natürlich auch aufmachen. Manchmal sieht man schon, dass Leitungen gebrochen sind. Meistens eher nicht, weil nur das Kupfer in der Leitung selber dann bricht. Ja. So, ich hoffe, ich habe das Wichtigste jetzt erwähnt und ja, ein bisschen was erklären können, ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht und ja, bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.